Bisschen abgerutscht, ja. Ich mache mich frei auf den zweiten Pfosten und die waren schon sehr eng an uns dran. Und Markus Bälle sind Weltklasse, aber die haben schon immer einen gewissen Druck. Und dann habe ich beim Kopfball nur gesehen, wie der Ball fliegt eigentlich noch relativ hoch und fällt dann. Und dadurch war es relativ schwer, den Ball zu setzen. Meiner Meinung nach hätte der erste schon drin sein müssen. Und der Renaud hält dann ganz gut, aber ja, dann dieser Stürmerinstinkt, ne, der fällt mir genau vor die Füße und ich kämpfe nur darum, dass ich ihn reinhaue. Gibt uns, glaube ich, viel Selbstvertrauen dann in dem Moment. Teilweise das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen zu viel war, weil ja, dann doch so ein bisschen Bruder Leichtfuß eingetreten ist. Wir haben dann den einen oder anderen Ball nicht so konsequent verteidigt, aber das geht nicht nur um die letzte Kette, da geht es um überall auf dem Platz. Wir haben nicht um jeden Ball so gekämpft, wie wir es hätten müssen, obwohl die Räume genauso da waren, obwohl die Positionen gut waren und haben dann den entscheidenden zweiten Ball beim Elfmeter verloren, haben dann das erste auch ein bisschen Pech. Also der köpft mir irgendwie, glaube ich, aus 1,5 Metern gegen den Kopf und ich kann gar nicht mehr wegziehen und dadurch ich glaube, sonst wäre er gar nicht reingegangen. Brutal zerfahren, erste Halbzeit 1-0 geführt, direkt den Standard gegen uns bekommen. Nochmal einen Standard gegen uns bekommen, abseits, unser Standard abseits, dann dieser Elfmeter. Erste Halbzeit war so brutal zerfahren, aber dann gehst du mit dem Rückstand in die Pause und dann haben wir, glaube ich, in der zweiten Halbzeit echt ein gutes Spiel gemacht, weil wir sehr viel Position gewechselt haben. Wir waren sehr agil auf dem Platz. Müssen wir uns natürlich über dein Tor unterhalten. Also spätestens seit dem Derby wissen wir ja durchaus, dass du aus der Distanz mal treffen kannst. Aber die Nummer wäre ja nochmal eine ganz andere Liga. Nehmen wir uns doch nochmal mit durch dieses Tor. Ja, es ist geschuldet, weil wir in der Halbzeit umgestellt haben. Wir gehen dann in den Dreieraufbau, dann heißt es, Emre geht zwischen uns, wir Innenverteidiger können ein bisschen hochschieben. Ja, und ich weiß, dann war ich 20 Meter vom Tor und da habe ich gesagt, komm, erste Halbzeit war auch schon ein Schuss von Donny, der vielleicht abgeprallt wird. Ich hau drauf und dass er natürlich so reingeht, war natürlich sehr gut, ja. Ja, uns wurde schon vom Spielfeldrand übermittelt, abgerutscht. Bisschen abgerutscht, ja. Und dann nehmen wir uns mal durch den Torjubel mit. War das eine geplante Choreografie oder einfach nur Freude, die raus musste? Ich wollte eigentlich gar nicht jubeln, weil ich habe immerhin bei Union gespielt. Ich hatte eine tolle Zeit. Habe mir vorgenommen, wenn ich ein Tor mache, nicht zu jubeln. Aber dieses Tor, diese Emotion, die kam irgendwie raus und der Torjubel war sehr wild. sehr wild. Aber da tut es mir auch leid für die Union-Fans, weil es war nicht so gewollt, aber muss einfach alles raus. Was entscheidend ist, Dinge, die wir beeinflussen können, ist, wie wir zurückkommen, wie wir die zweite Halbzeit angehen, mit welcher Wucht, mit welcher Energie wir da rausgekommen sind. Und dann schießen wir meiner Meinung nach auch 3 richtig gute Tore. Also wir spielen super Fußball dann, wir spielen die Dinger teilweise richtig gut aus, haben immer die richtige Entscheidung dabei. Ich habe gemerkt, dass Marco mich ziemlich, wir hatten Augenkontakt und ich sehe das dann immer, ob er mich jetzt anspielen will oder nicht. Und die Unioner haben sich komplett zu mir orientiert und ich wollte ihm dann nur ein Signal geben, Marco, dribbel weiter, andere Seite ist komplett blank.
weil ich hätte noch ein 1 gegen 1 vor mir gehabt und ja, dann spielt Marco das einfach mit seiner Qualität perfekt. Der Ball ist perfekt, den Fuß ganz sauber. Jule hat einen super ersten Kontakt, sodass es für den Torwart schwer ist, komme ich raus, komme ich nicht raus und schließt dann auch perfekt ab. Kopfhöhe, glaube ich, ist immer schwer für den Torwart. Ganz, ganz toller Angriff und ja, Marco top vorbereitet. Marco war super in den Zwischenräumen mit Jule in der zweiten Halbzeit und dann, finde ich, haben wir es auch verdient gewonnen. Marco hat heute Weltklasse-Standards geschlagen. Wir haben super Flanken heute gebracht. Das, was die letzten Spiele vielleicht nicht so optimal war. Wir haben 2 Tore nach Flanken geschossen. Auch der Abpraller, auch der zweite Ball, das Tor von Julian Riasson ist dann auch nach einer Flanke entstanden. Und ja, man sieht, wenn wir die Bälle in den gefährlichen Bereich bringen, dann sind wir auch gefährlich. Vierter Sieg in der Bundesliga in Folge. Es gab ja zwischendurch immer auch mal ein paar kritische Stimmen, aber trotzdem, die Zahlen sind jetzt gut. Würdest du sagen, ihr seid auf einem richtig guten Weg? Wir sind auf einem ordentlichen Weg. Wir können noch viel mehr, das hat man zweite Halbzeit gesehen. Die erste, wie gesagt, war nicht so gut. Dann zweite Halbzeit kommst du rein, nach dem 3-2 haben wir wieder ein bisschen aufgehört. Und dann am Schluss eigentlich Kontrolle gehabt. Ein, zwei Ballverluste hat man. Sorry. 1, 2 Ballverluste hat man noch. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir können noch viel mehr. Deswegen heißt es jetzt regenerieren. In 2 Wochen Bremen schlagen und dann geht schon wieder in der Champions League los.